Für die Hähnchenbrust auf Thymian-Kartoffelecken benötigt ihr 1 Kilogramm kleine Kartoffeln, am besten die Drillinge, 3 Zehen Knoblauch, 3 Paprikaschoten in verschiedenen Farben und 4 bis 5 Hähnchenbrustfilets. Für die Marinade benötigt ihr 5 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, Thymian und Paprika in edelsüß. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Heute geht es mal wieder um eine kleine kulinarische Köstlichkeit aus dem Omnia-Backofen. Allerdings machen wir das diesmal in der Maxi-Form. Ihr wünscht euch ja immer auch wieder neue Rezepte für die Maxi-Form, weil es ja auch schwer umzurechnen ist, und das gebe ich zu, es ist wirklich schwer umzurechnen. Momentan mache ich die Rezepte, konzipiere ich halt für den Maxi neu, die bereits auf meinem Blog vorhanden sind, sodass ihr vielleicht auch irgendwann mal den Unterschied seht zwischen der kleinen und der großen Form. Weil dieses Rezept, das befindet sich bereits auf meinem Blog, und zwar für die kleine Form. Und jetzt machen wir die große Form, und wenn ihr dann mal die Zutaten vergleicht, dann werdet ihr sehen, es ist schon ein Unterschied, aber man kann es nicht verdoppeln. Ich habe zum Beispiel in dem letzten Rezept, in dem kleinen Rezept, 650 Gramm von den Drillingen drin. Hier macht ihr 1 Kilo rein, das heißt, es ist nicht das Doppelte. Auch bei den Paprikaschoten wären es sonst 4, ich habe jetzt 3 genommen. Ihr habt sonst zu viel Flüssigkeit drin. Und bei den Hähnchenbrustfilets, da arbeiten wir wieder in die Höhe, weil das Teil ist ja nur mal ein bisschen höher. Und dann können wir auch in die Höhe arbeiten, die können wir ein bisschen rollen, sodass wir halt komplette Hähnchenbrustfilets nehmen können. Aber wir fangen erstmal an, damit wir dann den Topf voll kriegen. Und zwar werden wir zunächst die Marinade zubereiten, indem wir 2 Esslöffel Olivenöl mit dem Thymian in einer Schüssel mischen. Dann werden wir die Drillinge in Viertel schneiden, den Knoblauch schälen, fein hacken und die Paprikaschoten entkernen und in feine Streifen schneiden. Das alles mischen wir dann mit der Marinade. Jetzt füllt ihr das alles in die Omnia Maxi Form ein. In der Schüssel für die Marinade macht ihr jetzt das restliche Olivenöl rein und fügt das Paprikapulver hinzu. Das Ganze würzt ihr jetzt noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz, und anschließend werden die Hähnchenfilets von einer Seite damit eingepinselt. Ich habe die Hähnchenbrüste etwas eingerollt, weil wir ja hier in die Höhe arbeiten können. Der Deckel kommt ja jetzt noch drauf. Ihr braucht auch keine Angst, dass das so hoch bleibt. Aufgrund der Paprikaschoten wird sich das Volumen noch etwas verringern, weil die Paprikaschoten werden ja kleiner durch den Garvorgang. Ich werde auch immer gefragt bei diesem Rezept, kommt da keine Brühe oder sowas rein, an Flüssigkeit? Nein, kommt nicht. Aufgrund der Paprikaschoten und aufgrund des Fleischsaftes der Geflügelteile ist es nämlich so, dass genug Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit entsteht. Ich werde jetzt noch die restliche Marinade darauf verteilen, sodass das nachher alles noch runtersicken kann und damit auch das restliche Gemüse darunter gut aromatisiert wird. Anschließend gebe ich dann das auf den Gaskocher. Erst 5 Minuten auf voller Flamme und dann zunächst 45 Minuten auf mittlerer Flamme, und dann gucke ich mal rein. Das ist das Maxi-Rezept für die Hähnchenbrust auf Kartoffel-Thymian-Ecken. Ist ein One-Pot-Rezept, was sehr einfach ist, was sehr lecker ist. Das riecht nämlich hier. Es ist fantastisch und ich freue mich gleich darauf, das mit verspeisen zu dürfen, denn der Frank ist leider noch verhindert, der Hungrige, aber der hat schon gesagt, ich habe so einen Hunger. Ja, leider jetzt nicht hier, aber ich habe auch Hunger diesmal. Ja, wie gesagt, es ist ein One-Pot-Rezept und wie ihr seht, es gibt von Omnia auch ein Brett. Das ist das
Servierbrett halt auch von Omnia, habe ich auch schon mal in meinem Video vorgestellt. Da passt natürlich der Omnia optimal rein, weil es die Vertiefung gibt hier unten. Und das ist natürlich geeignet für die Maxi-Form, für die kleine Omnia-Form und natürlich auch für die Anti-Haftbeschichtete. Wenn ihr jetzt nicht so viel Hunger habt und sagt, mir reicht die kleine Form da aus, das Rezept gibt es natürlich auch schon auf meinem Blog. Und ihr findet dieses Rezept für die kleine Form auch in unserem Rezeptbuch Chicken-Rezepte aus dem Omnia-Backofen. Da sind alles nur Rezepte mit Pute und Huhn drin. Das heißt, dieses Fleisch bekommt ihr halt wirklich in jedem Land, auch im Orient. Deswegen ist es auch gemacht worden, da habt ihr nie Probleme. Und Geflügelfleisch ist immer sehr schnell fertig. Geflügelfleisch ist auch immer sehr zart. Und es sind sehr, sehr viele One-Pot-Rezepte dort enthalten. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, ja, es gibt was Leckeres aus dem Omnia-Backofen. Und schaut uns doch einfach mal in unseren Videos rein. Da haben wir auch schon einige Rezepte für die Maxi-Form gemacht. Das heißt, wir blenden euch hier mal Videos ein und auf unserem Logo da unten, da könnt ihr uns abonnieren. Und dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ihr die Glocke geklickt habt, dass für Reifen ein Klo ein neues Rezept oder ein neues Video gemacht hat. Und jetzt sage ich gehe jetzt essen. Tschüss.